Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir schauen, was das Wochenende bringt. Ihr seid es vielleicht mittlerweile schon gewohnt, dass ich Samstag und Sonntag zusammennehme und sonntags morgens dann das Goodie von 15 Uhr kommt. Morgen früh wird es sein, was bringt uns der Herbst mit? Wichtige Themen im Herbst. Aber jetzt schauen wir mal für heute, was ich mitgeben darf fürs Wochenende. Ja, ist schon mal schöne Energie. Wir haben den göttlichen Zeitplan, der am Wirken ist, und das kann sein, dass es etwas Zeitabhängiges ist, was uns vielleicht ein bisschen stört. Etwas dauert zu lang, etwas geht zu schnell. Aber hier ist es einfach angezeigt, dass wir gelassen bleiben. Möglicherweise beginnt auch eine Zeit, das ist so gewollt, bei der wir einfach mehr Gelassenheit auch leben können, ruhiger sein, Dinge so stehen lassen können. Wow, und hier ist die Fülle noch rausgesprungen. Hier kann sich etwas ergeben, wo ich denke, eine erleichternde Sache, etwas ist überstanden. Es ist an der Zeit, etwas zu bekommen. Vielleicht auch eine Phase, in der man so ein bisschen gedarbt hat. Hier unten haben wir noch die Zeit zum Feiern. Also das hört sich schon mal ganz gut an. Schauen wir ein bisschen weiter. Tatsächlich ist hier ein Umbruch zu sehen. Ein bisschen Glück. Kürzere Zeiträume, auch etwas minimiert sich. Eine Belastung geht weg. Hier kommt wieder neues Wachstum. Der Baum zeigt tatsächlich auch immer längere Zeiträume an, ne? Hier ist so ein Umbruch im Leben, eine neue Phase, Akzeptanz und Vollendung irgendwie. Das, was hier beendet wird oder in die Fülle geht, ist ein Zustand des Darbens tatsächlich. Ich habe hier etwas, das sich emotional zeigt, das Schatten aufgeworfen hat, wo man viel Zeit mit Grübeln verbracht hat. Emotionale Hindernisse, die Grenzen aufgezeigt haben, vielleicht auch emotionaler Mangel. Da hat man ganz schön, ich sage mal, Vertrauen gebraucht, dass man über diesen Zustand drüber geht, dass man nicht zu viel Kraft verliert, dass man sich nicht immer noch mehr reinziehen lässt in etwas, wo einem die Geduld ausgeht oder wo man wirklich sehr stark auch im Vertrauen geprüft wurde. Man kann das, was man aktiv hier tut, minimieren, ne? Wenn wir gucken jetzt die männliche Kraft, die er schafft und schöpft und tut und macht und bestellt das Feld, die liegt ja mit dem Turm, ne? Das würde für mich bedeuten, ich nehme etwas raus, in was ich viel Kraft investiert habe,
viele Nerven, viele schlaflose Nächte, vielleicht auch verzweifelt. Irgendwo ist wahr. Und man geht hier mehr in dieses Empfängliche. Es kann ja auch sein, wartet, ich brauche jetzt noch eine Karte, dass man hier Distanzen überwindet, die man in Partnerschaften hat, dass man Trennungen von irgendetwas, was man nicht erreicht hat, verarbeitet und in die Fülle geht. Wir haben hier tatsächlich, die Vergangenheit ist hier sehr schwierig dargestellt, ne? Blockaden, Hindernisse, Kraftverluste, emotionale, schwierige Zustände, schlaflose Nächte, Verzweiflung, Belastung. Da liegt wirklich alles in der Vergangenheit rum, was man nicht brauchen kann. Oberflächlichkeit, etwas, was sich einfach nicht gezeigt hat oder wo man gedacht hat, mein Gott, eine never-ending Story beginnt. Und ich habe das Gefühl, dass man hier mit dieser Legung alles Mögliche befreit. Man hat hier das Umfeld dabei, die Partnerschaften, die eigenen Kinder, die Freunde. Und möglicherweise ist es an der Zeit, dass sich hier ein Konstrukt beendet, wo es kein Zusammen irgendwie gibt, ne? Hier ist sehr viel Konflikt und jeder hat seine eigenen und doch ist es auch zusammen zu tragen. Hier kommen die Veränderungen. Das neue Kapitel, das man aufschlägt, inklusive des Wissens, das man braucht. Eine neue Erfahrung, eine neue Lektion. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, Frieden zu schließen, einen Kampf aufzugeben, eine neue Harmonie auch zu leben. Und hier unten ist tatsächlich ein Neubeginn, der verbindlich weiterbringt und auch unsere Träume und Wünsche und Sehnsüchte mit antriggert, ne? Also mit dem Schiff ist man einfach auch im Flow, nicht in der Stagnation. Man fühlt sich hier vielleicht auch am Hafen, ne? Aber man segelt auch wieder weiter, man ist nicht angebunden, man ist frei und vielleicht auch bei etwas, was man schon seit Kindertagen irgendwie mit sich rumschleppt. Gucken wir noch ein bisschen tiefer. Möglicherweise beginnt ja auch eine neue Phase in den Familien an sich, also in der Herkunftsfamilie, in der Familie, die wir haben. Jeder geht irgendwie in die Richtung, wie sein Plan ist. Wir haben hier viele Personen, die in unterschiedliche Richtungen gucken, ne? Was natürlich auch immer wieder für mich heißt, jeder hat auch seinen Lebensplan, obwohl du in einem Gefüge bist, ne? Ja, was soll ich sagen? Hier ist die Fülle, hier ist die heilige Quelle mit dem Thema Segnungen. Hier kriegen wir einfach auch das Beschütztsein mit, ne, während wir unsere Erfahrungen machen. Hier sind unermessliche Segnungen, die auch von oben auf uns runterkommen. Passt sehr gut, ne? Und wir sind hier jederzeit beschützt, wenn wir darum bitten oder auch wenn wir sagen, hier, ich brauche jetzt Hilfe.
im Gebet oder so. Wir dürfen Ausschau halten nach Zeichen. Und hier ist sehr viel genesende Energie auf allen Ebenen, die sehr vitalisierend und regenerierend wirkt. Das kann sein, dass das hier ein, ja, ich würde fast mal sagen, ein langer Kampf war, bei dem man viele Emotionen hatte, die jetzt nicht so wunderbar waren. Und wenn sich das so erledigt, dass wir gelassener mit dem umgehen können und dadurch auch wieder kapieren, alles hat seine Zeit, sind wir der Fülle auch wieder ein bisschen näher. So, was kriege ich hier noch mit? Ein Thema könnte sein, dass wir eben irgendwelche Rollen spielen, was wir ja tun. Wir sind Mütter, wir sind Väter, wir sind Arbeiter, wir sind Freunde, Ratgeber, manchmal auch Kind, ne? Und es geht einfach darum, seine Rolle mit genügend Authentizität zu bestücken. Und, das passt auch sehr gut, wenn es manchmal aussichtslos erscheint und die erste Reihe, die ist ein bisschen so, ne? Dann wahre deinen Glauben, denn irgendwo geht hier das Licht wieder auf, man empfängt etwas. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Morgen früh gucken wir in den Herbst. Ich drücke euch bis morgen.